Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin dein Podcast-Host Richie und freue mich, wieder eine Folge vom QS-Tag 2023 aus Frankfurt mit dabei zu haben. Diesmal haben wir eine kleine Premiere und zwar Claudia Dussert-Sieger ist wieder mal im Podcast und zwar, wer sich erinnert kann, war sie eine der ersten Interviewgäste. Und jetzt diesmal zusammen mit Michael Heller hier. Und wir haben uns ein ganz spannendes Thema rausgesucht, und zwar ChatGPT for Testing. Wie können wir ChatGPT gut nutzen für Test? Wie kann man sich dem annähern? Und wie kann man mal so einen leichtgewichtigen Einstieg finden in diese Welt der KI, die gerade so spannend ist? Und wie an dieser Stelle auch gerne gesagt, wenn dir dieser Podcast gefällt, du immer wieder neue Inspirationen erhältst, auf neue Gedanken kommst, ja, und das eine oder andere auch lernst, dann freue ich mich natürlich über ein Like und eine Bewertung auf den üblichen Plattformen und jederzeit über Feedback an podcast@software-testing.fm. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Claudia, hallo Michael, schön, dass ihr hier seid. Grüß dich, Richie. Danke. Claudia, ich habe ein Déjà-vu, aber diesmal in echt. Ne? Diesmal in echt. Du bist der erste Podcast-Gast, der das zweite Mal dabei ist. Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt. Ja, das ist ganz schön. Und diesmal auch noch mit auch charmanter Begleitung Michael mit dabei. Ja. Freue ich mich, dass ihr hier seid. Wir sind hier am QS-Tag 2023 in Frankfurt. Der zweite Tag geht langsam in die Zielgerade. Das stimmt. Und ich habe so vorneweg mir die Speakerliste angesehen und die Abstracts durchgelesen und da habe ich euren Abstract gelesen und da las ich ChatGPT und Test. Und dann habe ich gedacht, das muss natürlich im Podcast kommen. Will ich gar nicht keine großen Worte verlieren. So, was habt ihr denn da so mitgebracht? Also ChatGPT und Testen? Naja, also wir haben uns an das Thema angenähert von der Nutzerseite. Wir sind ja keine Data Scientists, keine neuronale Netzwerke-Entwickler. Das heißt, von der Seite kommen wir nicht. Aber wir wollten mal gucken, was ist, also ich möchte immer gerne verstehen, was ist es tatsächlich, so ein bisschen im Hintergrund. Und dann aber auch mal ausprobieren, mal gucken, wofür man es benutzen kann, wie es funktioniert, ob es gut funktioniert, was es einem so erzählt. Und diese spielerische Komponente, diese Neugier, die da so kitzelt, die ist bei Michael noch viel stärker ausgeprägt. Und so haben wir dann gestartet. Wir haben den Vortrag gedrittelt. Erstmal ein bisschen was über ChatGPT als Sprachmodell, ein bisschen, wie es aussieht, was für Varianten es gibt, also Bezahlmodell, nicht Bezahlmodell. Ja. Dann auch ein bisschen, wie es gelernt wurde und diese formalen Punkte mehr, dann ein Hauch, und jetzt kommen wir langsam in diese kreative Wolke rein, so ein Hauch einer Charakterisierung, ob man das mit einem guten oder mit einem schlechten Abiturienten vergleichen kann. Also haben wir diese ChatGPT macht Abiturergebnisse vom Bayerischen Rundfunk, als bayerisches Abitur mit 3,5 und 4,0. Und dann ging es aber tatsächlich darum, nachdem wir dann dieses so gefasst haben oder versucht haben, so zu charakterisieren, tatsächlich zu gucken, wo kann man es überall einsetzen. Und dadurch, dass es ja ein Sprachmodell ist und wir ja doch Konzepte erzeugen, Spezifikationen erzeugen, Programme erzeugen, geht das schon sehr weit. Ja. Aber jetzt geht's los, man muss das mit sehendem Auge machen. Also man muss sich wirklich gut überlegen, wie man fragt, was man fragt und wenn man Antworten zurückkriegt, wie man die auch einsortieren muss. Ja, absolut. Ja, ich würde sagen, da steigen wir da auch gleich mal mit rein. Ich glaube, jetzt mal so die Theorie von ChatGPT, ich glaube, die würde man hier ausmachen. nicht. Kann man googeln, kann man ChatGPT fragen. Aber so eure Erfahrungen, ne, wie ihr so reingestartet seid in das Thema, mal einmal das mal zu nutzen. Ich glaube, ich bringe mal was in den Vortrag nicht reingepasst hat, ne? Weil wir haben nur eine Dreiviertelstunde. Ich bringe exklusiv gerne. Für einen Podcast. Ich nenne es die Autoren-Story Atlas, ne? Agile Testing. Da muss man in einem internationalen Team englische Texte schreiben. Ne? Das geht schon, aber ich neige zu Bandwurmsätzen und anderen Dinge. Und 2000 ging das los und DeepL kennen viele, ne? Das verwenden auch viele. Und das hat mir dann angefangen zu nützen. Ne? Das ist KI, die angefangen hat zu nützen. Und zwar mit Flüsterpost. Ich habe angefangen, die englischen Sätze, die ich formuliert hatte,
DeepL vorzuwerfen, auf Deutsch zu übersetzen, dann das Deutsche zu nehmen, DeepL wiederzugeben und der englische Satz, der rauskam, war allermeistens besser als meiner vorher. Ja. Ne? Also einfach, weil diese Sprachmodelle natürlich mit wahnsinnig viel durchschnittlicher Sprache, die geschliffen ist, formuliert waren, hat es geholfen, als Nicht-Muttersprachler englische Texte zu schreiben. Übrigens, meine Deutschen verbessert er auch. Dann war der nächste Schritt. Die haben dann Reit eingeführt. Da haben sie das, was ich mit Flüsterpost gemacht habe, offiziell gekonnt. Ne? Dann konnte man da Reit einschreiben. Hat auch die Sätze verbessert. Ja. Und dann kam das, was wir auch vorgeführt haben im Ding, ChatGPT, dem man dann auch noch Anweisungen geben kann, was er tun soll. Ne? Prompt Engineering war dann ein Thema, ein kleines. Und das Prompt, was mir da dann am meisten genützt hat, formuliere dieses Ding neu, ändere nur da, wo für Verständlichkeit, Rechtschreibung oder Grammatik unbedingt nötig. Ne? So eine Art von Prompting kann man da hinbringen. Und das macht einen schneller. Besser. Das macht es besser und macht einen schneller. Ja. Ne? Also sonst schleift man da ewig dran. Das war eine der Hauptnutzen. Gut, das gilt für jeden Text. Ne? Dass das jetzt zufällig was über Testen im agilen Kontext war. Ja. Die Erfahrung haben natürlich viele auf der Welt gemacht. Ja. Also ich glaube, wenn ich meinen ersten Eindruck so zusammenfassen würde, hätte ich gesagt, wow. Also es kann schon jede Menge. Wenn man ihm jetzt eine Anforderungsspezifikation gibt und jetzt sagt, leite mir mal Testfälle ab, wow, da kommt schon jede Menge Punkte. Klar muss man das doch prompten, dass man es so und so formatiert haben möchte oder dass man Vor- und Nachbedingungen haben möchte. Aber die Menge, was erstmal zurückkommt und die Ideen, auch von den Testideen, das ist schon ziemlich überzeugend. Also ich denke, es ist eine super gute Unterstützung, dass man schneller, effizienter arbeiten kann. Aber, und da hatten wir auch ein nettes Beispiel, man muss auch wissen, wenn er einem totalen Mumpitz erzählt. Und dieses Know-how, das unterscheiden zu können, das, finde ich, ist noch die Schwierigkeit an ChatGPT. Also wir hatten in dem Vortrag ein kleines Beispiel, da ging es darum, um Technologie-Stacks und immer diese schönen 3- oder 4-buchstabigen Abkürzungen und ELK. Und ELK steckt, ne? Was ist ein ELK? Kann man sicher googeln, wenn man will. Oder eben auf GPT fragen. Ja. Und dann hat er halt das Akronym komplett falsch übersetzt. Sehr charmant. Ja. LGTM-Stack. Ja, Hat er gemeint? Looks good to me. Ich hab's ihm geglaubt. Ne? War aber in dem Kontext auch nicht dramatisch, weil es halt einfach, es war in so einer COP, Community of Practice, die sind zurzeit alle online. Ne? Und dann war da ist jetzt nicht meine native Fähigkeit, solche Stacks zu beherrschen. Worte kennenlernen, kann man sich auch googeln, war aber schneller, wenn man es sich von ChatGPT erklären lässt. Genau, ne? Also dieses sehr gezielt, das ist halt noch nicht so werbedurchseucht. Ja. Ja, ich glaube auch, es ist ja bei diesen, was da so rundkommt, dieses Interpretieren, ist es dann brauchbar, was kommt. Ne? Ich glaube, das ist schon eine Kompetenz, die man jetzt einfach auch noch braucht. Vielleicht nicht immer, weil das wird auch sich weiterentwickeln, ne? Aber gerade jetzt denke ich das auch, ja. Ja, ein Spiel, was wir zwei dann auch ganz gerne treiben, Claudia, ne? Du hast dann erklärt und nachahmlicherweise, wie es funktioniert hat und dann hört man da, ne? Das generiert mit Wahrscheinlichkeitsmodellen und vielen Schichten die nächsten Buchstaben und dann sage ich, also mein Spruch dazu ist dann, MP-Übergänge in Transistoren zu kennen, hilft einem halt nicht bei der Handybedienung. Ja, aber drum arbeiten wir auch gerne zusammen, weil wir uns da wirklich gut ergänzen. Also ich glaube, man kann das wirklich gut nutzen, aber man muss noch mal drauf schauen können und das dann wirklich einsortieren können. Und der erste Wurf, wenn man ein bisschen mit dem Prompting sich reinfindet und ein bisschen das präzisiert, in welche Richtung man gehen möchte, bin ich mir sehr sicher, dass man damit sehr viel schneller ist, als wenn man das erstmal alles händisch runterschreibt. Weil der macht das ja in einem Schnipsen. Ja? Der macht ja in 1, 2, 3 Minuten, schreibt der mir ja x Testfälle runter, für die ich schon allein zum Tippen viel länger brauchen würde. Ob das jetzt the latest and the greatest ist und ob man das nicht noch verfeinern muss, ist völlig unbenommen. Aber ich glaube, die Unterstützung ist auf jeden Fall da. Und etwas, was mir auch während des Vortrags erst gekommen ist, es ist ein Sprachmodell. Also man sollte nicht primär versuchen, es irgendwas rechnen zu lassen. Aber es ist ein Sprachmodell auf vielen Ebenen. Also wir ist nicht nur natürliche Sprache, der kann genauso gut Python generieren, der kann genauso gut Cucumber-Code generieren. Man muss ihn da halt hinschubsen oder hinführen vielleicht, dass er einem das gibt, was man haben möchte. Und ich glaube, dieser Wow, wo viele Leute es erstmal benutzen,
was weiß ich, dass sie sich Gedichte schreiben lassen oder Reisepläne oder E-Mails zusammenfassen. Das ist schon mal ganz nett, aber das ist jetzt nichts, was ich primär wirklich in einem Projekt nutzen würde, wenn ich ein Testkonzept schreiben muss oder einen Bericht machen muss. Aber das als Hilfsmittel zu verwenden, glaube ich schon, wird uns effizienter machen. Das glaube ich ein schon. Gebiet, was wirklich ein Kernthema vom Testen ist, wo ich zutiefst daran glaube, dass das eine sinnvolle Unterstützung ist, haben wir auch in 2 Vorträgen so ein bisschen aufbauend gehabt, ist tatsächlich exploratives Testen. Weil es da, wenn man da mal irgendeine Annahme trifft, die falsch ist oder so, das ist nicht das Thema. Die Frage ist, hat man kreativ genug nach den kritischen Stellen gesucht? Und als Kreativitätsbooster, da gibt es auch Studien, ne, wo man das inzwischen sehen kann, die versuchen, das zu messen, einfach als Erweiterung des eigenen Denkens auf Ideen kommen, woran man noch denken könnte. Ja, wenn man das abstrakt genug formulieren kann, kriegt man auch kein Datenschutzproblem. Ne? Also wenn man es allgemein ein Problem und mal so eine Ideenliste zu generieren, das ist... Ja, also ich Das glaube, ist faszinierend, ne, was da schon rauskommt. Ja, das glaube ich auch. Also, also gerade so als Impulsgeber auch auf neue Dinge zu kommen. Genau. Ne? Und auch hier, finde ich, kann man den Prompt ja auch gut immer erweitern und sagen, gib mir Ja. noch mehr Ideen, gib Ja, mir noch besser, ja. noch ungewöhnlichere. Ja. Ne? Dein Beispiel war SOA, ne? Also natürlich wissen viele Leute, dass man bei Web auch SOA testen muss, ne? Aber Ja, aber ich hätte, also ob man selber draufkommt, ne? ich hatte ein Beispiel darum gebeten, dass er mir Testfälle für eine Webseite generiert. Und mit dem ersten Wurf hat er nur Testthemen generiert, was auch okay ist. Aber auf eins wäre ich nicht gekommen, weil SEO-Optimierung wäre mir nicht als erstes eingefallen. Ja. Weißt du, ich hätte halt die klassischen Ja. funktionalen und nicht funktionalen, wäre halt Performance und alles gewesen. Ja. Aber SEO dachte ich mir, ja, hat er recht. Ja. Und dafür, weißt du, dafür, dass du es einfach als Hilfsmittel nutzen kannst, dass du dir Ideen geben lässt. Perfekt. Oder was dann auch, ne? So ein Computer-Gamer-Headset habe ich als Beispiel, ne? Versucht in verschiedensten Richtungen von GPT mal auch aufzubereiten für sowas, was dabei rauskommt. Und ihr kennt auch die Literatur zu Testtouren, zu experimentierenden Testtouren. Ne? Also den bringt ihn auch dazu zu erklären, dass man bei einer FedEx-Tour, ne, was jemand, wer es nicht kennt, möge es in anderen deiner Podcasts nachhören oder im Internet, ne? dass das dann so wäre wie die Signalstärken in Kabeln und andere Dinge. Ne? Also der ist schon, der versucht schon auch, wenn man ihn in die Ecken setzt, aus diesen Ecken heraus, sage ich, Gefährliches zu denken. Ne? Ja. Das ist ein Modell dafür. Ne? Natürlich Ja. denkt er nicht, aber er ist da kreativ. Er hilft dir, die eigene Kreativität zu fördern. Wenn ihr so auf die Testthemen schaut, ihr habt euch ja also im ganzen Testumfeld, wir können ja ganz, ganz viel machen. Aber was habt ihr denn da so noch probiert? Also du hast gesagt, aus Anforderungen Tests ableiten. Ne? Ja, und sogar nicht nur aus Anforderungen, sondern in einer Situation, wo wir keine Anforderungen hatten, tatsächlich aus einem Benutzerhandbuch Testfälle ableiten lassen. Und das hat sehr überraschend gut funktioniert. Hätte ich so nicht gedacht, aber das war puh. Ja. Habe ich mit dem Gaming-Headset auch gemacht. Ne? Also ich bin dann dran gescheitert, dass dieses PDF nicht lesbar war für S. Ne? Und dann habe ich es dann nochmal rauskopiert und in anderen gemacht. Aber einfach mal die Handbuchseite von dem Teil GPT vorlegen. Das geht ja mit dem Vierer. Ne? Kann man dann Dateien darin mit Einlesen reinmachen lassen. und dann sagen, auf diesem Ding möchte ich testen. Was schlägst du vor? Ja. Aber vielleicht, um deine Frage noch zu beantworten, also von reinen Testspezifikationen tatsächlich dann auch über Skripten, dass man wirklich bis zum ausführbaren Skript kommt, dann zum Teil auch vorne und hinten, also bei der Testkonzepterstellung, dass man so ein erstes Gerippe kriegt. Berichte habe ich jetzt damit noch nicht machen lassen, aber ich habe einen Kollegen, der hat gesagt, der hat es schon getan. Und wir haben auch schon Kollegen, die gesagt haben, sie nutzen das zur Testdatengenerierung. Also wenn man sagt, man braucht jetzt 100 Daten von Personen, die hier wohnen, da wohnen, ledig, also Familie, sowas. Das kann man ihnen auch sagen und das passiert ja alles auch auf ewig schnell mit einem Schnips, und dann hat man da die ganzen Daten. Ja. Und auch das ist wieder so ein allgemeines Beispiel, aber auch für Tester typisch. Man braucht ja oft mal so ein kleines Skript oder irgend sowas, um es sich schneller zu machen, um die Umgebung besser, schneller vorzubereiten. Container, also Container, Docker-Skript Docker und spreche ich sowas. überhaupt nicht, aber ich glaube, mit ChatGPT könnte ich sogar also ein Container-Skript irgendwie herbringen. Mein Beispiel, womit ich es ausprobiert habe, war PowerShell. PowerShell ist eine Sprache, die GPT wunderbar spricht, ich gar nicht. Ich habe aber ein gutes Gefühl dafür, was damit gehen müsste. Wenn ich mir die Anweisung gebe, mache da etwas. Ne? Und natürlich gibt es viele Abläufe, ne? in Testfällen, wo man mit solchen Umgebungen gehen muss. Und wenn man dann nicht
Also wenn man einfach jemanden hat, der einem das schnell macht, Genau. dann ist das hilfreich. Ja. Das war auch mein, wenn du das gerade sagst, auch, ich finde, war eins meiner ersten Highlights mit ChatGPT. Und zwar, was ich gar nicht kann und noch nie konnte, waren Regular Expressions. Ja. Ich verstehe sie nicht, ich kann sie nicht bauen und sowas. Ja. Und kam mir gerade eine unter und ich habe das da reingesagt, erklär mir das mal. Was heißt denn das? Ne? geht, ne? Und dann kommt Text aus und ich habe gesagt, ja, und umgekehrt Ja, genauso. Und dann ja, mach mir eine. ja. Und da hatte ich schon Ja. Tränen in den Augen. Ja. Ich gesagt, endlich ist Ja. dieses Problem gelöst, weil ich brauche die recht häufig, Regular Expression. Und Genau. das ist immer für mich ein Krampf, weil ich es einfach nicht verstehe. Ja. Ich habe natürlich alles aufgesaugt, bevor wir jetzt einen Vortrag gemacht haben, was so Prompt Engineering frei findbar ist. Und ein Ding, was ich erst die Woche vorher entdeckt habe, war die Idee, in Emojis einbauen zu lassen. Ne? Also das ist dann auch, hat er nochmal den Output bereichert, ne? Wo wir so explorative Teststrategien gemacht haben. Sowas, ne? Im Kontext, wo man es braucht, ne? Also wo Visualisierung wichtig ist. Und natürlich wird man den Aufwand nicht treiben, weil bis du sie gefunden hast und dann eingemacht. Aber ne? es fügt so eine Schicht an so einer Bewertung dazu, Ja. wenn du dann so ein lächelndes Emoji hast. Also es ist natürlich ganz subtil, aber es ist Ja, klar. so ein bisschen mehr noch. Ja. Ne? Und das ist auch eine Sprache. Ne? Wenn man sich überlegt, ist Emoji halt eine Sprache. Ja, genau. Ne? Genau wie Ja, PowerShell. das stimmt. Ja. Ja, und bei Testspezifikationen, weil ich tatsächlich auch damit angefangen hatte, das geht schon auch so weit, dass du ihm auch wirklich Formate geben kannst. Und auch nicht nur Gherkin oder sowas, dass du so Schablone möchtest, sondern wirklich auch, du möchtest Tabellen, wo das und das und das drinstehen soll. Also du kannst ihm wirklich die Ausgabeformate ganz klar vorgeben, was Ja, ich auch sehr überraschend fand, aber es geht auch. Das geht gut, ja. Also genau da wird es dann, wenn es dann in den wirklichen Projekt- und professionellen Umfeld ist, dann ist es ja oft so, du willst es dann auch öfter nachhaltig in einer bestimmten Form machen. Und das Verhalten von dem Ding ist ja emergent. Ne? Also keiner hätte vorhersagen können, also emergent entwickelt sich. Deswegen ist auch Experimentieren das absolut Entscheidende. Im Arbeitsalltag ist eines der Hauptprobleme damit, ich muss ja gewisse Vorhersagegenauigkeit entwickeln, ob es sich lohnt, damit zu spielen. Ne? Weil ich muss ja irgendwie schnell, ne, ich muss ja effizient zu meinem Ergebnis kommen. Und dafür muss man einfach eine gewisse Bandbreite entwickelt haben, was man ausprobiert hat. Und dann hat man das auch. Das kann dann mal schief liegen, aber wenn man in 80% der Fälle, wo man glaubt, wirklich schneller ist, dann hat man gewonnen. Ne? In dem Moment ist diese Effizienzsteigerung, ne? YouTube würde sagen, Faktor sonst, ist mir egal. Ne? Solange es überhaupt entweder besser oder schneller ist, war es ja wert. Auf jeden Fall, ja. Ich sag's was Schönes, dieses Experimentieren. Was ist denn so eure Strategie? Also wenn jetzt sage ich treffe die Entscheidung, das lohnt sich jetzt, dann ist es ja meistens mit dem ersten Prompt nicht getan. Das stimmt. Ja. Kommt dann irgendwas raus. Ne? Wie ist eure Strategie, sich da dann weiterzuarbeiten über die... Es ist ein guter Punkt. Zeitlimitiert und Neugier getrieben, würde ich sagen. Ja. Ja, man müsste mich vielleicht in ein Jahr fragen, ne? Weil momentan jugendliche Nerdbegeisterung und jugendlich klappt nicht mehr ganz. Ne? Also zum Teil macht man das natürlich einfach, probiert man auch aus, weil es Spaß macht. Ne? Manchmal hat man keine Zeit, das zu tun, was Spaß macht, sondern man muss im Kommen. Und da hilft natürlich diese Phasen, wo man es getan hat, dass es Spaß macht, um dann noch zu wissen. Es gibt einfach ein paar Prompt-Engineering-Techniken, wenn die dann keinerlei Erfolge zeigen, dann kann man auch wieder aufhören. Ne? Ein Beispiel ist es, dass man den ja sehr gut in bestimmte Betriebsmodi versetzen kann. Man kann ihm eine Persona geben, man kann sagen, sei so. Und was Prompt Engineering ein Beispiel ist solche Expertenrunden gegeneinander antreten zu lassen. Also sowas kann man kennen. Wenn ich im ersten Versuch komische Dinge kriege, die nicht so recht passen, dann wäre das nochmal mein nächster Versuch. Ne? Dann würde ich jetzt mal ausprobieren, lass mal 3 Betriebsmodi von GPT versuchen, sich dem Ergebnis zu nähern und dann lass nochmal. Und wenn es dann da auch nicht kommt, dann muss ich einen guten Grund haben, nicht einfach selber weil dann wird es aufwendig. Ne? Dann man probiert halt den einen oder anderen Trick, den man schon erfolgreich gesehen hat, nochmal auf und irgendwann bricht man dann ab. Ja. Ne? Das stimmt. Irgendwann wird es nicht besser.
Ja, ne? Also das ist, Ja. ich glaube aber auch, was uns helfen wird, ist diese eigenen Biasse von dem, was geht. Ne? Das haben wir auch gehabt. Wann haben Menschen, oder ich habe es in einem anderen Vortrag gehabt, ne? Wann haben Menschen noch geglaubt, dass Computer nicht intelligent genug sind, um Schachweltmeister zu sein? Ja. Antwort ja, 1996 war das letzte Mal. Ne? Kasparov hat dann 97 verloren. Ne? Und seitdem ist Schach gegen Weltmeister gewinnen keine Intelligenzleistung mehr. Ja. Das ist diese AI, in ne? der Vorstellung, was in der Vorstellung, was ist. Ja. Und ich glaube, das Gleiche ist gerade mit Kreativität im Gange. Ne? Also momentan wird noch jeder sagen, ja, wenn ich kreativ sein will, dann brauche ich natürlich den Menschen. Ja. Ich denke, dass das nicht mehr stimmt. Ne? So wie mit Schachweltmeistern. Dagegen gibt. Ja, es ist schon spannend, weil es natürlich ein Paradigmenwechsel auch ist. Ne? Es ist ja auch so, also ich habe auch vorher gesagt, ChatGPT, ich habe es am Anfang immer genutzt als Google-Ersatz, ne? Und da kam Dings. Und jetzt mittlerweile verstanden, ja, ich kann viel mehr in Dialog gehen auch mit dem. Ne? Und so. Und das ist natürlich aber ist das nicht faszinierend? Also ich komme mir vor wie vor 40 Jahren als Jugendlicher in den Science-Fiction-Romanen. Ja. Man hat eine künstliche Intelligenz, mit der man reden kann und was auch halbwegs sinnvoll ist. Also nicht irgendwie wie Pygmalion, also da gibt es ja auch ganz alte Systeme, wo das noch nach Schablonen ging. Aber jetzt, das ist ja irre. Ja. Also ein Nerd ist ja definiert als jemand, der Enterprise mag. Ne? Check. Enterprise Bordcomputer, wir haben es gehabt. Ne? Also für mich ist das die grundlegende Technologie und ich hätte geschworen, das erlebe ich nicht. Ne? Das mag gehen, aber die Computer, die ich zu sehen kriege, können das nicht. Und das ist natürlich schon eine Faszination. Ja. Wenn jetzt mal, ihr habt ja euch viel gespielt mit den Tests, was so Testkonzepte und sowas. Wo war denn da so die Grenze, wo ihr gesagt habt, da kommt jetzt nur mehr Mist raus oder da in die Richtung, das funktioniert da nicht weiter oder man müsste vielleicht einen ganz anderen Ansatz nochmal wählen? Ja, also was ich tatsächlich noch nicht gemacht habe und das berührt einen anderen Punkt, den wir am Ende auch adressiert haben, ich habe tatsächlich noch nicht versucht, projektspezifische Daten einzuspeisen, dass ich es quasi noch näher, noch kompakter 1:1 zurückkriege. Bis jetzt war die Annäherung immer über eine generische Schiene, zwar dann auch von der Website zu einer ganz bestimmten Website, aber immer noch diesen Weg. Aber jetzt, dass man tatsächlich sagen würde, ich habe in einem Kundenprojekt Folgendes und das will ich da jetzt reintun. Das habe ich noch nicht gemacht und da scheue ich mich auch noch ein bisschen vor, weil dieses ganze Governance-Thema, wo liegen die Daten, wem gehören die Ergebnisse, wer soll das sehen können, ja, das ist noch ein sehr sensibles Thema, was auch in einigen Firmen tatsächlich unterschiedlich gehandhabt wird. Wir haben Feedback bekommen von Teilnehmern, die gesagt haben, in ihrer Firma ist es verboten, ChatGPT zu benutzen. Ende aus. Du kannst immer noch auf dem Homeoffice neben Computer als Kreativitätssteigerer nehmen, aber das war es dann auch. Ja. Ne? Erste fangen an, habe ich auch nach dem Vortrag, die haben es dann vielleicht als Firmennetz. Dann gehen plötzlich ganz andere Dinge, weil wir sind ja wahnsinnig schnell in der Grauzone. Er spricht ja ungeheure gut alle Programmiersprachen, Fehler suchen kann sehr viel schneller sein. Ne? Darf ich jetzt den Code wirklich eingeben? Ja. Ne? Das ist sofort mindestens Grauzone. Ja. Also das ist eine der Probleme. Aber selbst wenn wir dann mal so weit sind, aber die Erfahrung habe ich, die fehlt mir noch. Ne? Also ich war jetzt in keiner Firmenumgebung, wo jeder GPT-Lizenzen hat und es auch ganz offiziell mit auch internsten Daten verwenden kann. Ne? Ich glaube, die ersten fangen an, sowas zu haben. Dann wird sich die Frage stellen, schaffe ich ein konsistentes Prompting für größere, am Stück hängende Sachen? Ich glaube, das kommt erst. Ne? Also ganze Bücher schreiben. Das weiß ich nicht, ob das gehen würde. Ich glaube, du wirst immer noch jemanden brauchen, der das... Wir haben ja nach Grenzen gehört. Ne? Also ein komplettes Testkonzept generieren aus Interviews von, ne? Könnte man sich vorstellen, aber so weit sind wir nicht. Ja, also ich glaube, dieses Governance-Thema wird ein ganz großes werden. Einfach um die Sicherheit zu haben, dass du es tatsächlich auch mit gutem Gewissen benutzen kannst, auch in Projekten, nicht nur zum nerdigen Rumspielen, sage ich jetzt mal, sondern wirklich auch produktiv. Ja. Aber ich glaube, wenn wir das erstmal gelöst haben, wird das ein Effizienzboost werden. Also, wenn wir jetzt drauf schauen, also es gibt ja ganz viele KI-Modelle, ne? Wenn man auf Hugging Face schaut, das sind jetzt irgendwie 350.000, ne? die da zur Verfügbarkeit ist. ChatGPT ist ja quasi so der Primus gerade, wo man gerade... Der den Hype ausgelöst hat, mindestens mal natürlich, das. Ne? Weil man den auch einfach bedienen kann. Man muss da jetzt nicht irgendwelche APIs ranklöppeln oder sonst was. Ich glaube, das ist genau der Punkt, Genau, weil der Zugriff so einfach ist. Genau, das ist total einfach und deswegen auch ja legitim, das zu nutzen, wenn man darf. Ne?
Was glaubt ihr denn so, wenn wir jetzt so auf die nächsten Monate schauen und mal in die Glaskugel rein, was wird sich denn da noch ändern? Wo wird es denn da noch besser werden, was wir für den Test nutzen können? Gerade so in diesem, sagen wir, leichtgewichtigen ChatGPT nutzen. Okay, Jetzt im leichtgewichtigen, ja. Unabhängig von irgendwelchen Testtools, die vielleicht auch KI können. Also worauf ich mich schon freue, ist, dass es immer mehr Menschen geben wird, die selber Dinge ausprobiert haben, ne, und das dann natürlich auch erzählen, also dieses Voneinander lernen. Ne? Wir als Menschen von anderen. Soweit es wir hauptsächlich von der KI lernen, sind wir noch nicht. Ne? Also insofern, ne, wenn wir gehört haben, als du auf dem ASQF-Tag das so sammelt hast, ne, da sind immer dann wieder mal kleine dabei. Das ist eigentlich mal eine interessante Idee, das zu ein. Also könnte man nicht wirklich einen also die Idee, die ich jetzt da zum Beispiel vorhin hatte, hört vielleicht jemand und probiert es dann mal aus. Ja. Okay, man könnte mal sagen, mach eine FedEx-Tour. Und dann probiert das aus und dann stellt er fest, das ist da. Und irgendwann entwickelt sich dann auch so ein Prompting, was vielleicht sogar vom Chatbot abhängig ist, ob es funktioniert, weil der eine hat dieses Buch gelesen, der andere nicht. Ne? Ja. Und dass man da kriegt man Erfahrung damit. Ja. Ne? Also was funktioniert, in welche Themengebiete kann man sie lenken, wo kommt was raus, ne? Wo ist es ein nettes Spiel, aber die Zeit ist weg. Ja, also ich weiß auch nicht, vielleicht wird sich es auch etwas wegbewegen von ChatGPT, weil jetzt sind schon Diskussionen, ist jetzt Bard besser, ist jetzt ChatGPT 4 besser. Da haben wir auch intern schon jemanden, der so Vergleichssachen macht, um zu gucken, was kommt daraus. Vielleicht das. Ich würde hoffen, dass man tatsächlich noch mehr einfach auf andere KI-Lösungen schaut. Ob das dann können auch gerne generative sein, also auch Bilder erzeugen, also was auch immer. Aber wir haben auch sehr schöne Lösungen, zum Beispiel Objekterkennung für Testautomatisierung. Das ist ist auch eine KI, die muss ja das Objekt erkennen. Hat jetzt mit ChatGPT nichts zu tun und gab es vorher schon und hat vorher auch schon Sinn gemacht. Ja. Ich hoffe, dass diese Bewusstseinserweiternde, diese Scheuklappen, dass das ein bisschen aufgeht. Ich denke, ChatGPT hat tatsächlich durch diese leichte Zugriffbarkeit den Markt komplett aufgemacht oder das Bewusstsein komplett geöffnet. Und wenn es jetzt wieder so ein bisschen zurückgelenkt wird, auch in andere KI-Bereiche, die sinnvoll wären, das wäre eigentlich etwas, was ich hoffen würde. Also ich glaube, da wäre für Test auch noch an anderen Stellen einiges möglich. Ja. Aber dieser leichte Zugriff, ich weiß nicht, verführen ist da der falsche Ausdruck, aber der hat uns ja wie ein Tsunami mitgenommen. Ja. Das ist ja irre. Ich glaube, der Teil, also für die diese 20-Euro-Lösung, ne, im Monat haben, der Teil, wo ich mir am meisten verspreche, jetzt mal rein als technischer Zugriff, ist das, was ich ursprünglich Code Interpreter und jetzt Data Analysis nenne. Also diese Fähigkeit, innerhalb des Chatbots auch Python-Code auszuführen. Dadurch kann man, das ist wieder diese leichte Zugänglichkeit, dadurch kann ich ihm sagen, mach mir mal eine MP3-Datei für meinen Stereo-Kopfhörer-Test, die 2 Sinustöne auf dem linken und rechten Lautsprecher macht. Ich gebe das als Anweisung und dann kommt meine MP3-Datei raus. Und das funktioniert. Was nicht funktioniert, ist, wenn ich dann sage, ich möchte das Gleiche jetzt bitte für Surround Sound haben. Also nicht mit nur 2 Prompts. Ne? Da sagt er dann, nee, kann ich nicht. Und, aber ich glaube, wenn ich das unbedingt bräuchte, wäre ich auch da mit also dieses sich selber kleine Tools machen. Und zwar auch mit diesen jetzt dazukommenden Fähigkeiten, diese Nähe, die Programmierung zu normalem Sprechen kriegt. Ja. Das glaube ich, da glaube ich dran, dass das einer der Gleichmacher sein wird. Wenn Leute schlau genug sind, Erfahrung darin zu gewinnen, wie sie mit dem Ding umgehen, ist es ein Gleichmacher. Ne? Also mein Abstand für Kubernetes hochfahren ist im Jahr 2023 ein ganz anderer, als er im Jahr 2021 gewesen wäre. Ne? Also wenn ich den Job kriege, es machen zu müssen. Und das liegt nur daran, dass es dieses KI-Tool gibt. Du hast eine Hilfe. Das ist so. Ja. Also nach wie vor würde ich es mir nicht geben als Job, aber gesetzt den Fall das. Und manchmal macht man halt Dinge, weil es jemand tun muss und gar keiner da ist, der es besser kann. Abschließend, wenn jetzt ein Hörerin jetzt denkt, ich muss das jetzt ja auch mal ausprobieren. Na, so, jetzt wird an der Zeit. Habt ihr jeder kurz einen Tipp, wie man loslegt? Keine Scheu, einfach ausprobieren. Keine Scheu. Ja. Schön. Ja,
erstmal überhaupt den Zugang machen und mit dem, was am meisten Spaß macht, ausprobieren. Ne, das würde ich als erstes machen. Je nachdem wie, man kann es natürlich ganz leichtgewichtig machen, indem man sich auf Microsoft einlenkt, ne, und diese Bing-Ergänzungen macht. Aber ich persönlich würde ein OpenAI-Konto umsonst, ne, weil ich will nicht das Zusatzprompting, was Microsoft hat, dass man über Präsidenten keine Witze macht. Ne? Das ist irgendwie, also das würde ich machen, mir irgendeine, oder sei es Bart, ist egal welche, einfach mal ausprobieren und dann vielleicht mal eine leichtgewichtige Recherche über ein paar Prompting-Techniken. Und dann probieren. Sehr schön. Dann hat ja jeder seine Hausaufgaben. Super. Claudia, Michael, vielen Dank, dass Sehr ihr hier gerne. Rede und Antwort mal ein ganz unkompliziertes, einfaches Gespräch über diese Themen, was da sehr möglich ist. Aber ich glaube, das ist immer wieder wichtig, jetzt auch uns darauf einfach auch mal zu fokussieren, dass man da mal einfach mal sich damit ein bisschen rumspielen kann, dass man da den Anschluss nicht verliert, dass man da so mal ein Gefühl bekommt für diese Technologie. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Man muss einfach dranbleiben und man muss auch nicht zwingend gleich mit Tests anfangen. Man kann auch mit Geburtstagsgedichten genau. anfangen oder was auch immer. Aber damit man einfach so ein Gespür dafür kriegt, für die Leichtigkeit versus Ergebnisqualität und wie man dann dran arbeiten muss, um es zu verfeinern. Und dann kann man es gerne auch für seriösere Dinge einsetzen. Genau, so ist es, ja. Aber ja, ich glaube, das braucht man. Ja. Und keine Scheu, Scheu. Genau, so machen wir es. Super, vielen Dank. Schönen QS-Tag euch noch und Dir. bis bald. Danke. Danke und dir auch noch eine schöne Zeit. Danke.